Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mike's Musical World. Wenn ein Roman allein in Deutschland über 6 Millionen Mal über die Ladentheke wandert, dann ist die Diagnose eindeutig. Dieser Stoff ist ansteckend. Die Rede ist von Noah Gordons Weltbestseller Der Medikus und der macht in einer Musicalfassung in diesem Sommer auf Deutschlands größter Freilichtbühne in Tecklenburg Station vom 24. Juli bis 13. September 2026. Gordons Epos von 1986 schickt den englischen Waisenjungen Rob Cole auf eine abenteuerliche Reise. Vom düsteren London des 11. Jahrhunderts bis ins ferne Persien. Dorthin, wo beim legendären Gelehrten Avicenna die Heilkunst zu Hause ist. In 42 Ländern ein Bestseller, ein Millionen-Kinoerfolg von 2013 und nun also großes Musiktheater unter freiem Himmel. Und jetzt wird's spannend, denn Der Medikus ist nicht gleich der Medikus. Wer 2016 im Fuldaer Schlosstheater die Uraufführung von Spotlight-Musicals gesehen hat, kennt die poppigen Melodien von Dennis Martin und die weltweit erste Bühnenfassung des Stoffes. In Tecklenburg jedoch erklingt eine ganz andere Partitur. Die spanische Version El Médico von Komponist Ivan Macias und Librettist Felix Amador 2018 in Madrid uraufgeführt und seit 2023 auch auf Deutsch zu erleben. Diese Fassung hält sich, ganz im Sinne von Gordons Erben, enger an den Roman und kommt epischer, orchestraler und dramatischer daher. Und in Tecklenburg spielt das Orchester live. Gleicher Stoff, zwei völlig verschiedene Werke, man sollte sie also besser nicht verwechseln. Regisseur Werner Bauer inszeniert mit über 70 Mitwirkenden vor der Kulisse der historischen Bergruine. Und seine Leitmetapher lautet: Das Leben ist ein Schachspiel. Passend, denn Rob Cole muss klug ziehen. Als Christ ist ihm das Studium bei einem muslimischen Meister eigentlich verwehrt. Also wagt er ein riskantes Täuschungsmanöver. Es geht um Glaube gegen Wissenschaft, um Liebe, Toleranz und den Mut, alle Grenzen zu überschreiten. In der Titelrolle des Rob Cole steht ein Mann, der auf der Tecklenburger Freilichtbühne längst zum Inventar gehört und der zuletzt als Mrs. Doubtfire ganz Düsseldorf verzauberte: Thomas Hohler. Ich habe ihn zum Gespräch getroffen, über seine Rolle als Medikus, über Kostümwechsel im Sekundentakt und über die Frage, warum manchmal selbst ein umjubelter Triumph nicht zum ganz großen Kassenschlager wird. Bleibt also dran, lasst mir gern ein Abo und einen Daumen nach oben da und jetzt viel Vergnügen mit dem Medikus und Thomas Hohler!
Mein heutiger Gast, noch vor der ersten Kostümprobe von Der Medikus in Tecklenburg, ist ein wandlungsfähiger Darsteller der deutschsprachigen Musical-Szene. Thomas Hohler! Hallo, hi Mike. Schön, dass wir mal das Vergnügen haben zusammen. Danke, dass du dir Zeit für uns nimmst. Gerne. Also, Thomas, du bist in Bottrop geboren und standest schon mit 11 Jahren als Gavroche in Les Miserables auf der Bühne. Ja. Wie kommt ein Schüler an die Rolle in einer Großproduktion? Das kam über die Musikschule damals. Also meine Familie war immer Musical begeistert. Wir kannten natürlich schon Starlight Express und Cats und so weiter. Ja, wenn man aus dem Ruhrpott kommt. Ne? Genau. Und meine damalige Klavierlehrerin, die hat mitbekommen, dass sie bei Les Mis Kinder suchen und hat mich zum Kindercasting gegangen. Mhm, wunderbar. Und noch vor dem Abitur wurdest du Bundessieger bei Jugend musiziert und Förderpreisträger beim Bundeswettbewerb Gesang in Berlin, bevor du dein Musicalstudium an der Universität der Künste in Berlin absolviertest. Genau. Dein großer Durchbruch kam mit der Titelrolle des D'Artagnan in Die drei Musketiere am Stuttgarter Apollo-Theater. Und seitdem reiht sich Highlight ein Highlight. Du warst Kronprinz Rudolf und Attentäter Lucchini in Elisabeth. Ja. Auf Tournee bis nach Shanghai und als erster Rudolf in der flämischen Fassung in Antwerpen. Richtig, ja, das stimmt. Ja. Spieltest Emanuel Schikaneder in Mozart, die Titelrolle in Ghost, Dimitri in Anastasia und den Widersacher Guy von Gisborne in Robin Hood in Fulda. Und was war bis zu diesem Zeitpunkt deine Lieblingsrolle? Ach Gott, Ja. alle. Nein, wirklich alle. Ich meine natürlich D'Artagnan. D'Artagnan wird mich nie loslassen. Das war meine erste große Rolle. Das war auch die erste Rolle, die ich hier in Tecklenburg, wo wir gerade sind, verkörpern durfte. Und das bleibt und ist natürlich was ganz Besonderes für mich. Das glaube ich, ja. Zuletzt begeistertest du, mein Gott, ist das ein schweres Wort, als Daniel Hillert alias Mrs. Doubtfire im Kapitoltheater Düsseldorf. Hallo! Ja, genau. Für viele Kritiker und auch für mich schlicht die Rolle deines Lebens. Die Rolle war körperlich wie darstellerisch doch eine echte Herausforderung, oder? Ja, das war somit das umfangreichste und größte, was ich je machen durfte. Umfangreich? Naja, also mit der Oberweite, ja. Mit der Oberweite von Effi und dem Rockumfang. Nein, das war wirklich, das war ein großes Geschenk. Also ich hab selten auf so hohem Niveau arbeiten dürfen und mich so austoben dürfen. Und sowohl als Daniel Hillert als auch als Miss Doubtfire konnte ich da mein ganzes Potenzial abrufen und habe mich sogar an Grenzen irgendwie gebracht, von denen ich vorher gar nicht damit gerechnet hätte, dass ich das überhaupt alles so packe. Das war wirklich ein tolles Abenteuer, ja. Also ich fand es sensationell, wie du dich auf offener Bühne in Sekunden von Daniel in Mrs. Doubtfire verwandelt hast. Das Biest oder das Phantom sitzen stundenlang in der Maske. Wie funktioniert das denn so schnell und so glaubwürdig dann bei Mrs. Doubtfire? Ja, wir hatten so eine Silikonmaske, die nur ein Teil war, die so über hauptsächlich auch den unteren Teil des Gesichtes ging. Oben war sogar frei, weil dann kam die Perücke und schon eine große Brille. Das heißt, von oben hat man gar nicht so viel gesehen. Und dadurch, die Maske sah, wenn man ganz nah ranging, gar nicht mal so perfekt und detailliert aus. Das werden vielleicht den Zuschauern in den ersten 2 Reihen aufgefallen sein. Ich saß in Reihe 6. Ja, genau. Da war alles gut. Aber dadurch, dass das Verkleiden ja auch Teil der Geschichte ist, also dass sich Daniel ja auch wirklich als Miss Doubtfire verkleidet, war das, glaube ich, ein ganz spannender Prozess auch für die Zuschauer. Zu sehen, eben er geht in den Nebenraum und spricht durch die Tür noch mit der Mrs. Sellner vom Jugendamt und zieht sich derweil aber schon um und so weiter. Und das hat das Ganze natürlich auf ein super Level gehoben, dass wir das live auf der Bühne gemacht haben. Du bist in die riesigen Fußstapfen von Robin Williams getreten. Wie geht man denn mit so einem übermächtigen Vorbild um? Denkt man da dran oder ist das eigentlich jetzt was anderes? Also eher Zweiteres. Es war eher was ganz anderes, weil es ging nie darum, Robin Williams in irgendeiner Form zu kopieren. Das kann man gar nicht. Der Mann ist eine Ikone, der Mann ist großartig. Es ging uns aber immer um Miss Doubtfire. Das heißt, wie erzählen wir die Miss Doubtfire-Geschichte? Wie bringen wir die Figur Daniel Hillert zum Leben? Und da habe ich mich mehr reingehangen, als Robin Williams zu kopieren. Und was schön war, du durftest auch mit Puppen spielen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und die waren ziemlich niedlich. Also das war schon was für mich, genau. Also jeder Zuschauer, der die Vorstellung besuchte, war begeistert, genauso wie ich. Trotzdem lief die Produktion relativ kurz und wurde nicht mehr verlängert. Woran lag denn das aus deiner Sicht, dass aus dem umjubelten Abend kein ganz großer Publikumsdauerbrenner wurde?
Also die Spiellaufzeit, die hatte nichts mit dem Publikum zu tun. Das war von vornherein, wir hatten Verträge, die bis dahin gingen. Okay. Und das ist tatsächlich üblich, dass man Verlängerungsoptionen in Verträgen schon hat. Das war in unserem Vertrag gar nicht drin. Das Set ist nach Großbritannien gegangen. Da bauen sie das gerade auf, um da auf Tour zu gehen. Was allerdings stimmt, ist, dass wir am Anfang mit dem Vorverkauf nicht so glücklich waren. Also das hätte besser anlaufen können. Da können wir jetzt lange drüber debattieren, woran es lag. Was auf jeden Fall feststeht, ist, die Leute, die gekommen sind, von denen haben wir ein herausragendes Feedback bekommen. Es werden ja auch immer so Publikumsumfragen gemacht. Und wir hatten tatsächlich 99% Zuschauerzufriedenheit, was irgendwie alle Rekorde gebrochen hat bis jetzt. Die Leute, die gekommen sind, sind oft auch ein zweites Mal gekommen. Und wir hatten die Hütte am Ende voll, die Leute waren begeistert und das ist natürlich das, wo es uns auch drum geht. Aber schade, dass es jetzt schon vorbei ist. Sehr schade, das war ein kurzes halbes Jahr, das hätte gerne noch länger laufen dürfen, ja. Kurioses Detail am Rande. Die Mrs. Doubtfire Musik stammt von den Kirkpatrick-Brüdern, die auch Something Rotten geschrieben haben, das gerade in Bad Hersfeld läuft und dem ich in Folge 108 einen Besuch abgestattet habe. Hast du ein Faible für diese Art von cleverem, augenzwinkernden Musical? Ja, Musical Comedy ist natürlich, finde ich, so die Königsklasse, die wir machen können. Genau. Also, weil da geht es um hohes Tempo, da geht es um Timing, da geht es um radikales, blitzschnelles Switchen von Lachen, von Weinen, von echten Gefühlen, von aufgesetzten Gefühlen. Und das ist der Stil, wie man ja, denke ich, bei Doubtfire gesehen hat, den mag ich sehr gerne, der liegt mir ja. Und nun bist du wieder zurück in Tecklenburg, wo du als Esel in Schreck, in Rebecca, Spamalot oder Artus Excalibur gespielt hast. Welche Erinnerungen hast du an deine Zeit hier? Ach, Tecklenburg ist so ein bisschen ein Stück Heimat. Ich finde das, also ich war lange... Das ist doch jeder, der hier ist. Oder? Ja. Ich habe jetzt lange Pause gemacht. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass es 8 Jahre waren. Oh. Spamalot war die letzte Produktion vor dieser hier. Ja, dann wird Zeit. Und genau, aber jedes Mal, wenn ich in diesen Ort reinfahre, reißt es mich selber wieder von den Socken, weil ich denke, ich kenne hier jeden Pflasterstein. Wenn man so einen Sommer hier verbringt, dann kennt man auch jeden Pflasterstein. Aber man vergisst es auch nicht. Ich komme sehr gerne an diese Bühne zurück, habe viele alte Gesichter wieder gesehen, ein paar neue Gesichter. Hier ist auch viel frischer Wind mittlerweile. Ja, also heute sowieso, ganz schön windig heute stürmt es ja fast, aber die Sonne ist uns gerade noch gewogen. Nein, ich freue mich wirklich, wirklich wahnsinnig, wieder hier zu sein. Sehr schön. Und jetzt kehrst du als Rob Cole zurück. Ja. Es gibt gleich 2 Musicals mit dem Titel Der Medikus. Die Fulda Spotlight-Fassung von Dennis Martin und die spanische Version von Ivan Macias, die ihr hier in Tecklenburg spielt. Kanntest du beide vorher und was reizt dich an dieser epischen orchestralen Fassung besonders? Jetzt werden bestimmt wieder alle lachen. Nö. Ich kannte beide nicht. Okay. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es auch natürlich habe ich Songs gehört, aber ich habe es damals nie geschafft, die Spotlight-Version auf der Bühne zu sehen. Super. Leider nicht, Schande über mein Haupt. Ja. Und da dieser Medikus ja auch nur ganz kurz in Deutschland schon gelaufen ist, habe ich es auch da nicht geschafft, ihn zu sehen. Das heißt, ich bin aber recht vorurteilsfrei und unbefangen an dieses Material herangetreten. Okay. Und warst du überrascht? Ach, überrascht ist gar nicht. Nein, überrascht war ich nicht. Ich hatte keine großen oder bestimmten Erwartungen. Ich hab mir das Buch vorher, mich mit dem Buch sehr vertraut gemacht. Okay. Wobei ich sagen muss, ich habe es als Hörbuch gehört, ich habe es nicht gelesen. Aber es gab eine ungekürzte, tagelange Hörbuchfassung. Und wir haben sehr schnell geguckt, wo auch die Gemeinsamkeiten von dieser Fassung und dem Buch sind und sind ja auch noch nicht ganz fertig und arbeiten daran. Und muss sagen, was mich hier von vornherein wirklich begeistert hat, ist die tolle Musik, dieses tolle Orchester, seitdem wir sind jetzt auch gerade in Orchesterproben. Das wird schon sehr beeindruckend, kann ich schon versprechen. Ja, ich habe die spanische Version hier auf der Hinfahrt gehört und die ist doch teilweise sogar opernhaft. Also das ist mal was anderes. Genau. Also Rob Cole durchlebt eine gewaltige Reise vom mittelalterlichen London bis nach Persien. Packt man als Darsteller wie macht man das? Wie machst du das? Wie packst du so einen Entwicklungsbogen an? Indem ich gucke, was das Hauptanliegen der Figur ist. Das mache ich eigentlich egal welches Stück. Geht es immer darum, was ist so der Need, was ist so der Wunsch des Charakters. Und, was will er eigentlich? Und genau, was will er? Wo will er hin? Warum spielen wir dieses Musical? Ne? Genau. Und Rob möchte Medikus werden, er möchte Arzt werden. Der hat seine Familie verloren, er ist bei einem Barder. Das waren damals so ein bisschen so eine Mischung aus Heiler, Kurpfuscher im Mittelalter. Und er möchte aber ein richtiger Arzt werden, weil er mitbekommen hat, das kann
kann man auch lernen, man kann Leuten wirklich helfen. Und dann tritt er eben eine für damalige Verhältnisse eine Weltreise nach Persien an, um sich dort ausbilden zu lassen, mit allen Höhen und Tiefen. Regisseur Werner Bauer sagt, das Leben ist ein Schachspiel. Wie viel Strategie steckt in deinem Rob Kohl und wie stark spürst du diese Metapher in der Inszenierung? Ich habe es ja noch nicht gesehen. Ich bin ein großer Freund dieser Metapher, aber das ist keine Metapher, die von Rob selber ausgeht. Nee. Also Rob hat schon seinen Plan und verfolgt seine Ziele, aber eigentlich eher, weil Rob immer derjenige ist, der das Schachspiel der anderen zu umschiffen oder zu umgehen weiß, würde ich sagen. Dass der Roman und die große Geschichte, da geht es um die großen Themen, Religion, Wissenschaft, Macht, Gesellschaft. Genau. Und das findet man sehr gut in diesem Schachspiel, in dieser Schachspielmetapher wieder. Und Rob ist aber eigentlich derjenige, der sich davon nicht irritieren lässt oder davon nicht von seinem Weg abbringen lässt. Und der sagt, naja gut, es gibt diese und diese Regeln, aber logisch wäre doch eigentlich. Aber es muss doch auch so funktionieren, es muss doch einen anderen Weg geben. Und das ist Rob, der eigentlich so deswegen das Alleinstellungsmerkmal hat, weil er eben am Ende nicht nur eine Schachfigur auf dem großen Brett ist. Genau, und Schachmatt wirst du auch nicht gelegt. Ja, wir wollen ja nicht spoilern. Okay, im Kern geht es, wie du schon gesagt hast, um den uralten Konflikt zwischen Glaube und Wissenschaft. Rob gibt sich als Jude aus, um bei einem muslimischen Meister lernen zu dürfen. Wie aktuell fühlt sich denn dieser Stoff für dich heute an? Extrem aktuell. Ich weiß, das sagt man bei jeder zweiten, dritten, vierten Produktion, aber es geht nicht nur um den Konflikt Wissenschaft und Religion, sondern es werden auch Konflikte unterhalb von Religionen betrachtet. Es wird der Konflikt zwischen Politik und Religion betrachtet. Und heute gerade erleben wir so eine gesellschaftlich aufgewühlte Zeit, wo man niemandem dem anderen seine Meinung lässt, wo jeder Recht haben will, wo viel gegeneinander geredet wird. Und in dieser Geschichte sieht man aber, was die Negativbeispiele mit dem einzelnen Menschen anrichten. Und man sieht aber auch, dass man überall über diese ganzen Grenzen hinaus sich auch gut miteinander verständigen kann und sich auch mal zuhören kann und anderer Meinung sein kann. Man muss auch drüber stehen können. Man muss da auch mal drüber stehen können. Genau. Und deswegen ist diese Geschichte heute eine tolle und sehr wichtige Geschichte. Okay. Marzias Musik gilt als anspruchsvoll. Wo liegen für dich gesanglich die größten Herausforderungen dieser Partie? Es hat einen sehr hohen Tonumfang, also eine sehr hohe Partie. Es hat starke Tempowechsel, es ist tonal wirklich sehr anspruchsvoll, also es sind nicht immer dieselben 3 Töne, wobei sich einige Melodien immer wiederholen, das muss man bei dem Stück schon sagen. Ja, das ist aber das ist ja beim Musical auch manchmal gern Leitmotiv, Leitmotiv alles und zweites und drittes Leitmotiv. Frag mal Andrew Lloyd Webber. Ja, genau. Wer Webber kennt, der fühlt sich hier zu Hause. Okay. Ja, ich mag das auch, aber es ist trotzdem, es rutscht immer durch Tonarten durch und das ist schon sehr clever komponiert und sehr abwechslungsreich. Da freue ich mich drauf. Open Air auf der Bergruine, über 70 Mitwirkende, ein Live-Orchester, dazu Wind und Wetter. Was macht das Spielen auf Deutschlands größter Freilichtbühne so besonders und manchmal so unberechenbar? Na, das hast du ja eigentlich gerade schon genau richtig gut zusammengefasst. Es kommt hier eine riesen Dimension, es kommen hier viele Leute, es kommt hier ein riesen Orchester. Es kommt ein bisschen dazu, dass wir natürlich, was die technischen Mittel angeht, nicht auf dem höchsten Hollywood-Niveau arbeiten, sondern mit dem arbeiten, was wir hier haben. Man beim Bühnenbild auch ein bisschen selber mit anpacken muss. Aber das macht es zu einem kernigen Live-Theaterabend. Und ich finde auch selber, wenn man hier Stücke guckt, ich finde es etwas anderes, hier ein Stück zu sehen und diese Authentizität hier zu spüren, im Gegensatz zu einem geschlossenen Theater. Und und wenn dann eben noch ein bisschen die Regentropfen auf der Bühne runterkommen und wir irgendwie trotzdem uns davon nicht abbringen lassen und uns um Kopf und Kragen spielen, dann ist das sehr speziell. Genau. Gibt es denn eine Szene oder einen Song im Medikus, auf den du dich dann besonders jeden Abend freust oder vor dem du besonders Respekt hast? Ich kenne die Musik ja noch nicht, und die deutsche Fassung schon mal gar nicht. Da kann ich mich auch noch gar nicht so festlegen. Also meine erste große Arie, die ich habe, so der sogenannte I Want Song, wo der Charakter immer so formuliert, worum es jetzt hier gehen wird. Das ist schon ein tolles Lied, das singe ich wirklich sehr gerne. Also ich freue mich, mit dieser Nummer zu starten. Und dann ist es bei mir aber wirklich eher, und das passt vielleicht auch zu der Figur Rob. Ich bin jemand, ich mag immer die Reise. Ich mag immer den Bogen, den man als Figurencharakter spielt. Ich freue mich gar nicht so sehr auf einzelne Momente. Da wäre ich wahrscheinlich viel zu aufgeregt, wenn ich mich die ganze Zeit auf einen bestimmten Moment fokussieren müsste. Aber so in der Figur bleiben und die verschiedenen Stufen und Stadien, die Figur durchlebt, die genau zu erwischen und da präzise zu sein und auf den Punkt zu spielen. Das ist so das, was ich gerne mache, worauf ich mich sehr freue.
Genau. Dann bin ich mal gespannt, wie es dir dann mit Publikum gefallen wird und euch allen. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Premiere und eine ganz, ganz spannende Spielzeit hier in Tecklenburg und dass es nicht so viel regnet und dass du immer sozusagen noch eine Dame im Hinterkopf hast und nie sozusagen Schachmatt irgendwie da niederliegen musst. Da freue ich mich. Ja. Danke dir, Mike. Okay, ja dann, alles Gute und bis zur Premiere. Tschüss. Tschüss.
Ja,